Hallo liebe Motorradfreunde, heute geht es um den Mercedes SLS AMG Roadster. Bleibt dran! Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wie gesagt um den Mercedes SLS AMG Roadster von der Firma Schuco in 1:43. Und wir sehen schon, das ist eine Dealer-Edition, ja, weiße Mercedes-Verpackung, ja, mit dem AMG-Logo vorne drauf und natürlich von allen Seiten, wie man es gewohnt ist von Mercedes, und natürlich die Beschreibung und der Barcode. Und die Farbe ist natürlich Obsidian Schwarz Metallic oder Obsidian Black Metallic. Und ich packe den Wagen auf jeden Fall schon mal aus. So, hier ist das gute Stück und wir schauen uns natürlich wie immer die Front an. Und die ist meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen. Wenn man den Wagen hinten im Rückspiegel sieht oder generell von vorne, wirkt es sehr tief und breit und sehr aggressiv. Also wirklich und sehr sportlich natürlich, und das soll er ja auch sein. Außerdem, wenn man ganz genau hinguckt, der Roadster, also sprich das Nicht-Cabrio, der ist eine Hommage an den 300 SL, ja, der mit Flügeltürer, ja. Also, und ich finde, ein bisschen sieht er nach dem aus, ja, aber es wurde natürlich auch erneuert. Kommt natürlich nicht an den 300 SL ran, das ist klar, aber er hat sein eigenes, sag ich mal, seine eigenen Vorzüge. Wie gesagt, hier vorne die aggressive Front mit den großen Mercedes-Sternen im Kühlergrill gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die markanten Scheinwerfer, und ich komme mal zur Seite des Cabrios, und natürlich die Form sieht auch sehr elegant aus, also sehr glatt geschnitten, sehr lang gezogen, sehr sportlich, und diese wirklich ellenlange Motorhaube gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Felgen sind auch passend zum Fahrzeug meiner Meinung nach, und wir gehen direkt zum Heck. Das meiner Meinung nach auch durchaus gelungen ist, auch sehr aggressiv, sehr breit anmutend, und natürlich auch in echt. Hinten steht natürlich SLS drauf und AMG, große Auspuffblenden, ja, und der Sound, wer es schon mal gehört hat, weiß, die klingen auf jeden Fall ganz gut, AMG typisch halt, ne? Und ja, die Lichter gefallen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Ich habe übrigens so einen ähnlichen Wagen schon mal vorgestellt, und zwar den Mercedes GT und den GTC. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder hier im i. Ist ein ähnliches Fahrzeug vom Aussehen, finde ich her. Haben beide ihre Vor- und Nachteile, sage ich mal. Wir schauen auf jeden Fall jetzt mal den Innenraum an, und der sieht, wie ich finde, auf jeden Fall sehr edel aus. Natürlich helle Ausstattung. Ja, sehr detailliert umgesetzt worden hier von Schuco, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier in dem Licht kommt auf jeden Fall nochmal der Innenraum sehr, sehr gut rüber. Also da kann man nichts machen, ne? Das gefällt mir. Also die Knöpfe wurden detailliert gemacht. Der Bildschirm hat sogar eine Navigationskarte offen. Gefällt mir sehr gut, ja. Also kann man wirklich nichts sagen. Hier vorne die Mittelkonsole ist auch sehr breit. Und ja, also der Wagen ist schön, ja. Hier vor allem auch die Seitenchromlinie gefällt mir auch sehr gut, ja, der Luftauslass. Und da vorne steht auch nochmal 6,3 drauf, ja. 6,3 steht hier natürlich für das Volumen. Denn der Wagen braucht ja auch natürlich sehr viel Power und ein bisschen Luft, ja. Oder Volumen, besser gesagt. Ja, wie findet ihr den Wagen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Abonniert mich gerne, drückt die Glocke natürlich, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Schreibt mir gerne einen Kommentar und gebt mir natürlich einen Daumen nach oben, da freue ich mich immer drüber. Empfehlt meinen Kanal weiter, ihr kennt das Spielchen. Ich wünsche auf jeden Fall euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.